Wir haben an einer Einspritzdüse eine Leckage. Das hat sich aber mittlerweile zu einem Springbrunnen ausgewachsen. Wir können so nicht weiterfahren. Ja, so viel zu, wir haben nur 10 Meilen nach Augusta, ne? Wir haben dann festgestellt, dass wir heute Nacht zunehmende Welle haben gegen an und dass morgen auch kräftiger Wind von vorne dazu kommt und deswegen haben wir Augusta jetzt gestrichen. Ja, also wir fahren jetzt durch nach Taormina und dann machen wir uns auf den Weg durch die Straße von Messina. Also auf in die nächste Nacht. Kennt jemand von euch einen guten Mechaniker, der so in den nächsten 30 Minuten 10 Meilen östlich von Catania, Sizilien, auf einem Segelboot bei über 1 Meter Wellengang vorbeigucken kann? Das wäre ganz gut. Oh Mann, ey. Ja, ich hatte ja erwähnt, dass wir haben an einer Einspritzdüse eine Leckage an der Überwurfmutter. Und bisher war das nur hin und wieder mal ein Tropfen. Da war eine Krawatte dran, also ein Tuch rumgeknotet und das habe ich hin und wieder erneuert und dann war gut. Und das hat sich aber mittlerweile zu einem Springbrunnen ausgewachsen. Ich kann jetzt hier auch im Moment überhaupt nichts machen. Der Motor ist glühend heiß und wir haben deutlich Wellengang. Und ich muss an die nächste Küste. Also es ist wie immer. Es ist immer dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann, nachts bei hoher Welle. Im Moment stopfe ich immer wieder neue Tücher drauf, damit der Diesel nicht so rumspritzt. Ich habe die Bilge ausgelegt mit Tüchern. Ich fange das jetzt alles auf. Aber was anderes kann ich im Moment nicht machen. Akute Brandgefahr ist nicht, weil der Motor wird ca. 80 Grad heiß und Diesel entzündet sich ja erst bei 200, über 200 Grad und bei Druck. Also da ist erstmal keine Gefahr, aber es ist halt echt nicht schön und es wird ja auch nicht besser und es geht von alleine nicht weg. So schaut's aus. Ansonsten ist es eine relativ ruhige Nacht, abgesehen von dem Wellengang. Wir haben gerade Catania gequert und ich hatte eigentlich erwartet, dass da viel Schiffsverkehr ist, war überhaupt nicht. Es ist ziemlich ruhig, wir machen nur 2,8 Knoten wegen der hohen Welle, also wir kommen echt langsam voran. Aber es ist wie es ist. Ich habe jetzt diese Tücher weggenommen, weil die haben zwar den Sprühnebel verhindert, das ist schon mal ganz gut, aber gleichzeitig sind so ölgetränkte Lappen an sich schon eine Brandgefahr. Ich habe jetzt stattdessen nochmal so einen Kragen aus Aluminiumfolie gebastelt, sodass es nicht rumspritzt, sondern nach unten abtropft. Der Motor hat nur 80 Grad Außentemperatur und es ist dann auch kein Sprühnebel mehr, sondern Tropfen und unten wird es dann aufgefangen. Also ich fühle mich nicht so richtig doll damit, aber ich glaube, es ist okay. Ich glaube, das ist ein kalkulierbares Risiko. Jetzt haben wir noch 4 Stunden. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet.
Es ist ein bisschen frisch. Mir zieht es noch ein bisschen. Ja, wir sind jetzt umgedreht. Wir haben das jetzt gerade besprochen. Also ich bin so vor einer halben Stunde oder so bin ich aufgestanden. Ich habe nicht wirklich viel geschlafen. Ich hatte auch irgendwann heute Nacht eine Tablette genommen, weil es echt, ja, doch viel zu viel war. Wir können so nicht weiterfahren. Wenn wir erstmal durch die Straße von Messina durch sind, kommt erstmal so schnell nichts, wo wir eine Möglichkeit haben, irgendwas zu reparieren. Wir werden jetzt erstmal nach Augusta oder Syrakusa fahren. Das entscheiden wir noch. Syrakus ist größer, da gibt es mehr Werkstätten und mehr Mechaniker. Und wir liegen dort definitiv ruhig. Christoph ist jetzt schon am Handy und nachfragen, ob jemand weiß, was, wie, wo. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, ich bin ziemlich ernüchtert. Ich habe mich ja jetzt nicht nur durch die Nacht gequält, sondern auch durch den Motorraum. Ich habe Diesel geschöpft tatsächlich, weil der so viel Diesel gepisst hat, dass ich das immer aus der Bilge rauswischen und aufnehmen musste. Ja, aber ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich ein Zylinder gar nicht mitläuft und vielleicht die Einspritzdüse verstopft ist und das deswegen oben rausgedrückt wird. Das wäre aus meiner Sicht das Logischste, weil ich habe gestern noch festgestellt, dass ungefähr 1/4 Leistung fehlt. Ich habe das auf das nicht geschrubbte Unterwasserschiff zurückgeführt, aber es ist nicht so dreckig, weil ich war kürzlich tauchen und habe auch den Propeller frei gemacht und das Schlimmste abgekratzt. Also eigentlich kann es das nicht sein. Also ja, ist jetzt die Vermutung, dass es die Einspritzdüsen sind und das ist, weiß ich noch nicht genau. Also ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen soll, die auszubauen. Ja, da muss ich noch mal in mich gehen. Deswegen gedreht, deswegen laufen wir ab. Mach mal, sag mal bitte den Edgar. Der raucht aus 3 Schloten. Was für eine Tour, Leute. So, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Stunden später. Vielleicht 4 Stunden später. Ich muss selber gerade rekapitulieren, was da eigentlich war. Ich hatte ja die Befürchtung gehabt, dass ein Zylinder nicht richtig läuft. Das war auch richtig, aber nur deswegen, weil er Diesel gespritzt hat und eben den Diesel dann sozusagen nicht verbrennen konnte. Ich habe völlig übermüdet den Motor tatsächlich wieder zum Laufen gekriegt. Er läuft jetzt wieder brav auf allen 4 Zylindern. Wir haben jetzt ungefähr noch 2 Stunden bis Augusta. Es geht so ganz ruhig mit 3 Knoten dahin und es sieht so aus, als ob unser Wasserschiff extrem dreckig ist. Wir sind relativ langsam. Das scheint aber nicht am Motor zu liegen. Der läuft ganz normal und ich habe alle Zylinder durchgetestet. Jeder Zylinder läuft, wie er soll. Ja, jetzt fahren wir jedenfalls heute Augusta an. Dann überlegen wir uns, wie wir weitermachen. Nach dieser Nacht waren wir einfach nur froh, angekommen zu sein. Eigentlich hatten wir Augusta hinter uns gelassen. Unser Ziel war die Straße von Messina. Doch wegen der Probleme mit dem Motor haben wir kurz vor Taormina wieder umgedreht und sind schließlich doch hier gelandet.
Nach den vielen Tagen auf dem Wasser und dem ständigen Hin und Her mussten wir uns erst einmal die Beine vertreten. Als wir durch die Altstadt liefen, merkten wir schnell, dass in Augusta gerade etwas Besonderes los war. Seit fast 2 Wochen feiert die Stadt ihren Schutzpatron San Domenico. Der Legende nach erschien er 1954 auf einem weißen Pferd vor der Küste und vertrieb die osmanische Flotte. Bis heute wird daran jedes Jahr mit Prozessionen und Festen erinnert. Wir waren genau rechtzeitig angekommen und konnten noch den letzten Teil der Feierlichkeiten miterleben. Heute Morgen sind wir aufgewacht und haben gedacht, ach ja, das ist so schön entspannt hier, ist alles so ruhig. Wir gehen erstmal kurz frühstücken und einkaufen und heute Nachmittag gehen wir nochmal in die Stadt und dann nehmen wir die Kamera mit und zeigen euch mal, wie nett eigentlich Augusta so ist. Und zurückgekommen sind wir vorhin dahin. Und wie man an Christoph unschwer erkennen kann, Sitzt er schon wieder am Steuer. genau. Also wir haben jetzt schnell zusammengepackt und zusammengeräumt, denn das Wetter wird nicht besser. Wir werden uns jetzt hier verziehen. Die Bucht ist total geschützt bis auf eine Richtung, nämlich die, wo der Wind und die Welle jetzt gerade kommen. Und wir verziehen uns jetzt nach Siracusa. Da ist es nämlich ruhig. Wir hoffen, dass wir segeln können. Wir sind uns uneinig. Christoph sagt ja, Marion sagt nö. Wahrscheinlich ist es viel zu hoch am Wind. Es ist aber echt kurz diesmal. Ne? Wie weit ist das? 12 oder 18 Meilen irgendwie sowas. Ja, das wird nicht besser werden. Das kann passieren, dass der Wind dann einschläft und dass wir uns dann schön in die Welle reindrehen und dann wird es nochmal ungemütlicher. Und deswegen sind wir soweit? Ja, Maschine startet. Ja, Maschine startet. Nee, oder nicht? Oder doch? Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Fahr mal ein bisschen nach rechts, ganz leicht. Ja, so ist gut. Bisschen mehr, bisschen kräftiger Gas bitte. Jetzt geradeaus fahren. Ein bisschen weiter nach links, kräftig nach links bitte. Wir sind frei. Du kannst ruhig fahren. Fahr ruhig.
ausgerafft, weil der Wind nachgelassen wird. Aha. Und? Ja. Alles gut soweit, wir segeln. Bist du zufrieden? Ja, wir sind auf der Kreuz, ne? Kreuz ist halt immer ein bisschen langwierig alles, ne? Aber wollen nicht rumheulen, wir segeln. Wir haben Sonne. Wir sind im Mittelmeer. Man könnte es schlimmer haben. Ich weiß nicht, ob ich hier Programm anhabe. Können wir bald wieder zurückfahren, ne? Die Welle hat nachgelassen. Ja. Ja, seitdem ich hier Wind und sowas alles in NMER 2000 habe, weiß ich viel mehr als vorher. Und das ist teilweise ein bisschen frustrierend. Wir hatten vorhin 2 Knoten Strom gegen an und sind natürlich recht langsam gefahren. Das wusste ich früher gar nicht. Also manchmal ging es halt ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Ne? Aber 2 Knoten Strom gegen an zu haben, das ist ja. Aber die Geschwindigkeit war doch gut. Ja, wir haben teilweise über 8 Knoten drauf gehabt. Ach ja, lustige Geschichte übrigens. Ich wollte die Polardaten von unserem Boot auf dem Orca haben. Weil der kann dann sagen, wie man prozentual zu den Polardaten steht. Und dann habe ich Claude die Polardaten von dem Boot gegeben und habe gesagt, eigentlich wiegt das Boot 9,5 Tonnen, unser Boot wiegt jetzt aktuell 12 Tonnen. Was macht das mit den Polardaten? Und dann hat er das umgerechnet, das habe ich da reingehackt und wir haben teilweise 120% Polardaten. Also ich glaube, ich muss da die Polardaten noch mal ein bisschen nachschärfen. Als wir am Abend in Syrakus ankommen, sind wir einfach nur froh, da zu sein. Nach allem, was in den letzten Tagen passiert war, fühlt sich dieser geschützte Ankerplatz genau nach dem an, was wir brauchen. Und zum ersten Mal seit unserem Start können wir einfach bleiben, ohne schon wieder an den nächsten Schritt denken zu müssen.